Ich habe aus diesem Knäuel Wolle diesen Cardigan gehäkelt. Wenn du wissen möchtest, wie ich dabei vorgegangen bin, dann bleib jetzt dran. Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Lana Loca. Falls ihr das erste Mal hier auf meinem Kanal gelandet seid, dann noch ein kurzes Hi von mir. Ich bin Anki und ich möchte wieder mehr Kreativität in deinen und auch in meinen eigenen Alltag bringen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was ich für diesen Cardigan hier alles an Materialien gebraucht habe. Zum einen, habe ich ja gerade schon gezeigt, habe ich das Ganze mit dieser Wolle gehäkelt. Und zwar ist das die Big Mama von Gründel. Und ich habe ein bisschen mehr als ein Knäuel dafür gebraucht. Je nachdem natürlich, welche Größe ihr macht. Das passt ihr natürlich ganz individuell an euren Körper dann an. Und je nachdem natürlich, wie lang euer Cardigan ist, braucht ihr eben mehr oder weniger Wolle. Bei mir war es so, dass ich jetzt ungefähr halt ein bisschen mehr als einen gebraucht habe. Also mit einem bin ich hingekommen für den Cardigan an sich, aber den zweiten musste ich dann noch anbrechen, um das Ganze dann eben zusammen zu häkeln. Und genau, das Ganze habe ich gehäkelt mit einer 5er Häkelnadel. Dann braucht ihr natürlich außerdem noch eine Schere, eine Stopfnadel und das war's, glaube ich. Mehr braucht ihr dafür gar nicht. Ich würde sagen, wenn ihr das Ganze nachhäkelt, dann müsst ihr mich unbedingt auf Instagram markieren, damit ich mir eure Ergebnisse angucken kann. Und dann bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen, als schnappt euch Wolle und Häkelnadel und los geht's. Okay, also ich habe jetzt hier gefühlt super viele Teile rumfliegen und ich möchte euch als erstes mal so einen kleinen Einblick in die Zusammensetzung, also in die Struktur von dem Cardigan geben. Und zwar haben wir 5 Teile, also das sind eigentlich 5 Rechtecke, die wir dann zusammensetzen und daraus ergibt sich dann der Cardigan. So einfach ist es. Aber wir haben hier zum einen das Rückenteil. Das ist natürlich das größte Teil und ich lege mir das jetzt mal so ein bisschen nach hinten, damit ihr das besser sehen könnt. Bei dem Rückenteil ist es so, dass ich das Ganze gemacht habe, dass es hier von der Mitte ungefähr von dem einen Arm bis zur Mitte von dem anderen Arm geht. Das zum Rückenteil. Da sage ich aber natürlich gleich nochmal was zu, wie lang das Ganze sein muss und wie viele Maschen ihr da anschlagen müsst und so weiter. Dann haben wir 2 Vorderteile. Das ist halt hier so. Das wird dann hier an der Schulter hier oben am Rückenteil befestigt. Und ist natürlich dann auch genauso lang wie das Rückenteil und es wird hier oben befestigt an der Schulter und auch hier dann an der Seite. Und als nächstes haben wir dann noch 2 Armteile, die sehen so aus und die werden dann halt auch nochmal da dran gesetzt an das Ganze und dann ist der Cardigan auch schon fertig. Ich möchte euch kurz mal mitnehmen in meinen Gedankenprozess, den ich hatte, als ich mir überlegt habe, wie ich den Cardigan häkeln kann. Und zwar bin ich als erstes mal davon ausgegangen, beziehungsweise habe ich auch früher schon in Kleidungsstücken gemacht, wenn ich Kleidungsstücke ausprobiert habe, was aber nie funktioniert hat. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man einfach das Ganze so breit macht, wie die Schulter halt ist und dann halt einfach in die Länge nach unten häkelt und an der Seite wird es dann zusammengenäht und dann hat man halt das fertige Teil. Das geht allerdings nicht, weil ich leider feststellen musste, dass mein Hüftspeck im Weg ist. Deswegen habe ich mir angeguckt, wie das bei meinen anderen Kleidungsstücken ist. Und hier habe ich diesen Cardigan zum Beispiel, an dem ich mich dann ziemlich orientiert habe. Ich ziehe den mal ganz kurz an, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und zwar ist der nämlich auch breiter als die Schultern. So, jetzt habe ich den mal angezogen. Und zwar könnt ihr hier auch erkennen, dass hier die Naht ist. Das bedeutet, das geht auch hier ungefähr bis zur Mitte von meinem Arm und auf der anderen Seite natürlich genauso und dann geht es halt einfach in die Länge nach unten und hier an der Seite ist es dann zusammengenäht worden und genauso habe ich das jetzt eben auch bei meinem Cardigan gemacht und ich habe mich dann halt zuerst mal gefragt, wie lange dieses Stück hier eigentlich sein soll und habe das Ganze natürlich dann nachgemessen, beziehungsweise ich habe halt einfach Luftmaschen angeschlagen und das Ganze dann dran gehalten und geguckt, ob es passt. Und ich sage euch jetzt auch direkt mal meine Werte. Moment, ich muss da kurz ein bisschen spicken jetzt, weiß ich natürlich nicht auswendig. Und zwar bei dem Rückenteil, wie gesagt, habe ich erstmal eine Luftmaschenkette gemacht und habe dann insgesamt 78 Luftmaschen angeschlagen. Ihr müsst nämlich sicherstellen, dass das eine Zahl ist, die durch 4 teilbar ist und dann müsst ihr noch zusätzlich 6 Luftmaschen häkeln. Deswegen, also bei mir, ich habe halt 72 Maschen
Luftmaschen angeschlagen plus 6 sind dann halt diese 78. Und es ist halt eben wichtig, dass ihr euch daran haltet, weil wir für dieses Muster eben diese Anzahl brauchen. Ne? Also es muss durch 4 teilbar sein und dann plus 6. So, das Ganze habe ich dann 45 Reihen nach unten gehäkelt und das Ganze ist bei mir 75 cm lang und ungefähr 55 cm breit. Bei den Vorderteilen habe ich es dann ziemlich ähnlich gemacht. Da habe ich auch einfach mal Luftmaschen angeschlagen und dann geguckt, wie hier so der Abstand ist, wo ich das Ganze haben möchte. Und da habe ich 28 Luftmaschen angeschlagen plus 6 Luftmaschen, also insgesamt dann 34 und dann auch wieder 45 Reihen nach unten gehäkelt. Das heißt, in der Länge ist es natürlich genauso lang wie das Rückenteil, also 75 cm und in der Breite ist es 23 cm. Dann haben wir zuletzt ja noch die Ärmel und hier bin ich jetzt nicht nach der Länge gegangen, sondern ich habe geguckt, dass es halt von der Breite passt und dass es halt nicht zu eng ist, aber auch nicht zu locker und habe dann einfach mal Luftmaschen angeschlagen, habe mir das hier dann hier drum gestülpt und geguckt, ob das halt eben passt. Und das waren dann bei mir 36 Maschen plus 6, also insgesamt 42 Luftmaschen. Und das Ganze habe ich dann 28 Reihen lang gemacht und das ergibt bei mir eine Länge von 40 cm und eine Breite von 32 cm. Aber das könnt ihr natürlich an eure eigenen Maße individuell anpassen. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie ihr das Ganze individuell für euren Körper abmesst, damit ihr ganz genau wisst, wie groß bzw. wie lang eure einzelnen Teile sein sollen. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie das Muster gehäkelt wird. Die Maße, die ich für meinen Cardigan benutzt habe, die blende ich euch jetzt hier nochmal ein. Da könnt ihr jetzt gerne nochmal nachschauen und vergleichen, wie ihr das bei eurem Cardigan eben haben möchtet. Wichtig ist, dass wir für dieses Muster immer eine Anzahl eben brauchen, die durch 4 teilbar ist und dann plus 6 Luftmaschen noch zusätzlich. Und ich zeige euch das Ganze einmal und werde jetzt aber hier einfach nur ein kleineres Beispiel häkeln, einfach nur um das Muster zu zeigen. Wir starten mit einer Anfangsschlaufe und dann werden wir jetzt erstmal ein paar Luftmaschen häkeln. Und in meinem Fall, hier in meinem Beispiel, werde ich jetzt 22 Luftmaschen erstmal anschlagen. Das sind eben, ist geteilt durch 4, also 16 sind hier durch 4 teilbar und dann noch plus 6 ergibt dann eben 22. Und die werde ich jetzt hier erstmal anschlagen. So, ich habe jetzt hier meine 22 Luftmaschen angeschlagen und jetzt arbeite ich in die 7. Masche rein. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal abzählen, wo die 7. Masche ist. Hier diese Schlaufe, die auf der Häkelnadel ist, die zählt niemals mit dazu. Das heißt, hier, das ist die erste Masche, mit der ich anfange zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Also in diese hier arbeite ich jetzt rein. Und zwar kommen da 3 Stäbchen rein. Also ich schlage um, steche hier in die 7. Masche ein, hole den Faden und mache ein Stäbchen. Dann mache ich jetzt hier in diese selbe Masche noch ein zweites Stäbchen rein und auch noch ein drittes. Danach mache ich jetzt eine Luftmasche und überspringe die nächsten 3 Maschen. Also ich überspringe diese hier, diese und diese und arbeite dann hier in die 4. weiter rein. Und hier kommen jetzt wieder 3 Stäbchen rein. Dann schlage ich wieder um, steche hier ein, mache mein erstes Stäbchen. Danach mache ich in dieselbe Masche noch mein zweites Stäbchen rein. Und dann noch mein drittes Stäbchen und danach mache ich dann wieder eine Luftmasche und überspringe die nächsten 3 Maschen und in die 4. Masche mache ich dann wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein und danach dann wieder eine Luftmasche, dann überspringe ich wieder 3 Maschen. Also ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Am Ende der Reihe ist noch eine ganz kleine Besonderheit, das wird ein bisschen anders gehäkelt, das zeige ich euch dann aber gleich, wenn ihr am Ende von eurer Reihe angekommen seid. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe und wie ihr seht,
habe ich jetzt hier noch 3 Maschen. Ich muss jetzt hier natürlich erstmal auch wieder meine Luftmasche machen. Und ich kann ja jetzt nicht 3 Maschen überspringen und dann in die 4. weiterarbeiten, weil eine 4. Masche gibt es hier nicht mehr. Das bedeutet, hier am Ende der Reihe überspringt ihr jetzt nur 2 Maschen, also diese. Und in die allerletzte macht ihr jetzt ein einziges Stäbchen rein. Und damit habt ihr dann die erste Reihe schon fertig. Um dann in die nächste Reihe zu kommen, müssen wir ja erstmal in diese Höhe kommen und dafür machen wir 3 Luftmaschen. Und die gelten jetzt quasi schon als unser erstes Stäbchen. Danach dreht ihr dann die Arbeit um und jetzt arbeiten wir in diese Lücke hier unsere Gruppe wieder rein. Und wir haben ja jetzt hier schon unser erstes Stäbchen quasi, unser Ersatzstäbchen, das hier aus diesen 3 Luftmaschen besteht. Das heißt, in diese Lücke arbeite ich jetzt noch 2 Stäbchen rein. 1 und noch ein zweites. Danach mache ich dann wieder eine Luftmasche, überspringe dann hier diese Gruppe und arbeite hier in diese nächste Lücke weiter rein. Und zwar mache ich hier jetzt auch einfach 3 Stäbchen rein. 1 und 2 und dann kommt noch das dritte rein. Danach mache ich dann wieder eine Luftmasche, überspringe diese komplette Gruppe hier und arbeite dann hier wieder in diese Lücke 3 Stäbchen rein. Und so geht es dann immer weiter. Ich zeige euch dann noch, wie das hier am Ende aussieht. Und dann sehen wir uns gleich am Ende von eurer zweiten Reihe wieder. So, ich bin jetzt hier am Ende. Ich habe jetzt meine Luftmasche hier gemacht. Jetzt überspringe ich wieder diese Gruppe und hier habe ich jetzt noch eine letzte Lücke. Und in die mache ich jetzt meine 3 Stäbchen rein. 2 und danach kommt noch das dritte Stäbchen. Perfekt. Okay, gut. So, dann zeige ich euch jetzt noch die dritte Reihe, wie die funktioniert. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder in die Höhe kommen. Also wir machen jetzt genau das gleiche wie eben auch. Und zwar 3 Luftmaschen erstmal. Drehen die Arbeit dann um. Und diese Reihe ist jetzt ein bisschen anders als die zweite Reihe. Und zwar seht ihr ja hier, dass wir jetzt nicht mit einer Lücke starten, sondern hier ist ja jetzt schon eine Gruppe mit 3 Stäbchen. Und die wollen wir jetzt quasi überspringen. Und wir haben ja immer nach jeweils einer Gruppe eine Luftmasche gemacht, wo dann eben in der nächsten Reihe dann hier diese Lücke entsteht. Und deswegen müssen wir jetzt hier zusätzlich zu diesen 3 Luftmaschen noch eine 4. Luftmasche machen, die quasi dann hier als diese Lücke dann wieder gilt. Und arbeiten dann jetzt hier aber ganz normal weiter in diese Lücke rein. Und zwar machen wir jetzt hier wieder einfach 3 Stäbchen rein. Danach dann wieder eine Luftmasche und danach dann wieder ganz normal 3 Stäbchen in die nächste Lücke. Und so arbeitet ihr dann bis zum Ende der Reihe. Also hier jetzt wieder ganz normal in die Lücke reinarbeiten und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn ihr hier am Ende der dritten Reihe angekommen seid. So, ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe in die letzte Lücke reingemacht. Jetzt mache ich wieder eine Luftmasche und hier sind wir jetzt am Ende der Reihe angekommen und hier ist eben noch eine Gruppe. Und das war hier die Luftmaschenkette vom Anfang der letzten Runde, die wir am Anfang der letzten Reihe gemacht haben. Und diese Reihe beenden wir, indem wir ein Stäbchen machen in die oberste Luftmasche. Und zwar ist das diese hier. Da geht ihr dann einfach rein und macht euer Stäbchen rein. Und damit habt ihr dann die dritte Reihe beendet und jetzt wiederholt sich immer die zweite Reihe und die dritte Reihe. Das heißt, hier würde ich dann jetzt wieder anfangen mit ganz normal 3 Luftmaschen, die jetzt mein erstes Stäbchen quasi ersetzen und arbeite dann hier in diese Lücke 2 Stäbchen rein, mache dann eine Luftmasche, überspringe diese Gruppe und arbeite hier ganz normal in die Lücken wieder rein. Und wie gesagt, Reihe 2 und Reihe 3 wiederholt ihr jetzt so oft, bis ihr eben eure gewünschte Länge und Breite dann erreicht habt. Okay, jetzt muss ich nur noch die Teile einzeln alle verbinden. Ich habe jetzt hier mein großes Rückenteil und das ist jetzt die eine Hälfte von meinem Vorderteil und mit der werde ich jetzt anfangen. Ich werde die jetzt hier
an dem Rückenteil verbinden. Und dafür nehme ich mir dann jetzt wieder einen neuen Faden Wolle. Ich muss mich mal kurz hier ein bisschen umpositionieren. Okay, so hier habe ich jetzt meinen Faden Wolle und nehme mir natürlich meine Häkelnadel zur Hand und jetzt steche ich hier oben in der Ecke in die allerletzte Masche ein. Nehme mir jetzt meinen neuen Faden auf, ziehe ihn einfach hier durch und jetzt mache ich 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Damit habe ich den Faden jetzt schon mal ein bisschen fixiert und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auf der gegenüberliegenden Seite, also an dem Rückenteil, auch an derselben Stelle anbringen. Und hier gucke ich jetzt auch, wo die letzte Masche ist. Und das ist jetzt hier diese Luftmasche. Da gehe ich jetzt einfach rein und ziehe mir den Faden hier durch. Also ich mache jetzt hier quasi einfach eine Kettmasche, aber von unten. Also ich gehe immer von unten rein. Und jetzt mache ich hier in diese Lücke noch zusätzlich 2 Stäbchen rein. 1 und 2. Und das Ganze fixiere ich jetzt wieder mit einer Kettmasche hier in dieser Lücke. Also ich gehe jetzt hier einfach in die Lücke und ziehe mir den Faden hier durch. So. Jetzt gehe ich weiter hier zu der nächsten Lücke und hier mache ich jetzt auch wieder ein kleines Grüppchen rein, bestehend aus 3 Stäbchen. 2 und noch das dritte. Und ich verbinde es dann eben wieder mit der gleichen Lücke bei der Rückseite, indem ich auch wieder hier einfach von unten reingehe und den Faden hier einmal durchziehe. Und so verbinde ich das jetzt halt eben, bis ich hier an der Seite angekommen bin und danach mache ich das gleiche halt noch mit der anderen Vorderseite. Und danach geht es dann an die Arme. Die müssen natürlich auch noch befestigt werden und wir müssen das Ganze natürlich dann hier noch an der Seite dann auch noch zusammen häkeln. So, ich habe jetzt beide Vorderteile mit dem Rückenteil verbunden. So sieht es bis jetzt aus und als nächstes müssen wir die Ärmel jetzt dran machen. Und dafür schiebe ich das mal so ein bisschen zur Seite. Und beim Ärmel geht es jetzt genau gleich. Also ich lege den jetzt hier so hin und gucke dann auch wieder, dass hier die Lücken übereinander liegen, damit ich das genau gleich verbinden kann, wie wir das eben auch bei den beiden Schultern gemacht haben. Da müsst ihr den Ärmel dann halt auch einmal hier mittig platzieren und dann würdet ihr hier auch starten, einen neuen Faden ansetzen, 3 Luftmaschen, das Ganze dann hier mit der gegenüberliegenden Seite verbinden, dann hier auch nochmal 2 weitere Stäbchen rein in diese Lücke und dann halt in jede Lücke auf der Ärmelseite jeweils ein Grüppchen aus 3 Stäbchen und das dann immer mit der gegenüberliegenden Lücke verbinden, indem da eine Kettmasche dann reingemacht wird. Und wenn ihr das dann gleich habt, dann zeige ich euch, wie ich das Ganze an der Seite dann verbinde. So, ich habe mir das jetzt hier so hingelegt, damit ich das hier an der Seite jetzt zusammen häkeln kann. Ich hoffe, ihr könnt jetzt erkennen, was wo ist. Hier oben ist der Ärmel, dann habe ich hier mein Vorderteil und natürlich hier mein Rückteil. Und hier, das werde ich jetzt genau nach demselben Prinzip wieder zusammen häkeln. Also ich setze hier unten an, mache dann 3 Luftmaschen, verbinde das Ganze hier mit einer Kettmasche und gehe dann hier in den Lücken jeweils mit einem Grüppchen von 3 Stäbchen und einer Verbindung durch eine Kettmasche eben hier komplett die Seite entlang, bis ich hier oben angekommen bin. Und ich höre dann hier bei der letzten Lücke auf, also hier an dieser Stelle. So, ich hoffe, so könnt ihr das besser sehen. Hier an dieser Stelle höre ich auf bei der letzten Lücke und dann zeige ich euch, wie ich den Arm noch zusammen häkel. So, ich habe jetzt einmal hier entlang die komplette Seite zugehäkelt und bin jetzt hier oben angekommen und hier komme ich jetzt nicht weiter, weil hier jetzt natürlich der Ärmel anfängt. Und den Ärmel müssen wir ja aber sowieso auch zusammen häkeln, deswegen brauche ich jetzt gar nicht neu ansetzen und jetzt nochmal von der anderen Seite zum Beispiel den Ärmel zusammen häkeln, sondern ich kann hier einfach
weitermachen, also direkt weiter ansetzen und jetzt hier quasi die Ecke rumhäkeln. So, ich halte mir das Ganze jetzt mal so. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Ich habe jetzt hier den ersten Teil vom Ärmel. Das ist jetzt hier diese Stäbchenreihe. Das bedeutet, hier kann ich jetzt natürlich nicht einfach auch wieder mit Stäbchen arbeiten, sondern ich gehe jetzt hier einfach rein und gehe auf die gegenüberliegende Seite auch rein. Und jetzt mache ich hier einfach eine Kettmasche. Das Ganze auch nochmal in die Masche daneben. Okay, und jetzt bin ich hier an der Lücke angekommen und hier kann ich jetzt wieder ganz normal weitermachen mit meinem Muster. Das bedeutet, ich schlage um, mache jetzt hier wieder meine Gruppe aus 3 Stäbchen und dann verbinde ich das gleich mit der anderen Seite vom Ärmel, indem ich da auch wieder dann einfach eine Kettmasche reinmache. Also ich gehe hier rein und ziehe einfach den Faden durch. So, und das mache ich jetzt halt, bis ich den kompletten Ärmel hier bis vorne angekommen bin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über ein Like, einen Kommentar und über ein Abo von euch. Und denkt auf jeden Fall auch dran, mich bei Instagram zu verlinken. Da bin ich schon wahnsinnig neugierig drauf, was ihr da so zaubert. Und ich hinterlasse euch jetzt hier noch weitere coole Anleitungen, die ihr definitiv ausprobieren solltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!